Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wie ihr sehen könnt, haben wir wieder eine fantastische Fernsicht. Die Feinstaubbelastung, die ich die letzten Wochen immer angesprochen habe, ist weg. Und heute möchte ich mal was an meiner Kamera da oben machen. Das da oben, das ist kein Adlernest, sondern da war meine Kamera drauf. Die habe ich mittlerweile runtergeholt, weil nämlich die Abdeckung abgeflogen ist. Wir hatten mal einen kurzen Sturm gehabt und da ist die abgeflogen. Die hat auch die letzten Monate gar nicht mehr funktioniert. Und da war damals ein irrer Aufwand, das da oben zu installieren mit den ganzen Kabeln. Ihr seht, da kommen die Kabel runter. Und die möchte ich wieder neu machen. Aber da möchte ich nicht viel investieren. Ich habe nämlich noch eine alte Kamera. Normalerweise muss ja da eine Kamera hin, die für Outdoor, also für außen geeignet ist. Ich habe mir jetzt eine gekauft noch. Kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist meine letzte Kamera für draußen. Die waren früher immer sehr teuer. Ihr seht, die Kamera die geht auch hinterher. 800 Baht kostet die. Aber ich habe noch einige Kameras übrig und die will ich oben auf dem Dach anbringen. Das ist so eine alte Kamera, die ist auch sehr gut in der Qualität. So eine hatte ich auch oben auf dem Dach gehabt, aber die hat einen Löffel abgegeben und die möchte ich gerne da oben installieren. Und das brauchen wir hier und das hier, um sie wetterfest zu machen. Im Endeffekt wird Folgendes gemacht. Das kommt oben drauf als UV-Schutz mehr oder weniger, weil dieser Plastik, der ist etwa nach einem Dreivierteljahr ist er so spröde, dass er also reißt und kaputt geht, und wenn dann ein Wind kommt, dann wird das runtergeblasen. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr mache ich das nochmal. Aber ihr seht, das ist ja nicht durchsichtig. Ich habe früher mal versucht, Gläser zu benutzen dazu, aber die sind optisch so verzerrt, da kriegt man einen Knick in der Optik. Was mache ich hiermit? Ich schneide das hier aus im Sichtbereich und dann klebe ich da eine ganz dünne Folie drauf, die kann man im Schreibwarengeschäft kaufen, und dann ist das Ganze durchsichtig. So, und hier habe ich ein paar Löcher reingebohrt, das ist nachher, um den Silikon da durchzudrücken, und dann ist das Ganze stabil. Das hat also die Konstruktion, habe ich jetzt schon seit 6 Jahren und funktioniert. So, dann kommt das da drüber und das da oben drauf und schon haben wir eine Outdoor-Kamera, die absolut wetterfest ist. Also tropische Regenfälle und sowas hat das immer ausgehalten. Ich hatte gerade von einer Folie gesprochen. Das ist so eine Folie hier, oder da kann man mehrere Folien im Beutel hier kaufen, im Schreibwarengeschäft. So, die ist so durchsichtig. Seht ihr? Da ist keine optische Verzerrung drin. Und die wird einfach hier vorgeklebt mit Silikon. Und wie gesagt, das funktioniert.
Ihr habt das gesehen, das ist relativ einfach. Und jetzt haben wir hier eine wirklich durchsichtige, ihr seht das, durchsichtige ja, Blickrichtung. Ja, da ist ein bisschen Staub drauf. Und das kommt jetzt über die Kamera oben drauf. Dazu muss ich jetzt einiges an Werkzeug mitnehmen im Rucksack. Das ist vor allen Dingen hier die Silikonpistole. Da müssen wir ein bisschen abdichten, damit ich mich da nicht so sehr versaue. Und dann können wir gleich oben direkt das Ganze ausprobieren, ob es funktioniert. Aber ihr geht mit. Ich habe hier die Brustkamera, habe ich mir die Halterung festgemacht und dann nehme ich die Kamera mit und dann können wir oben mal eine wunderbare Aussicht genießen. Ich muss mich beeilen, die Sonne ist vor gut einer Stunde aufgegangen. Nicht, dass das Dach zu heiß ist, dann kann man nämlich nicht mehr drüber laufen und man muss gutes, rutschfestes Schuhwerk da anhaben. So, jetzt sehen wir gleich nach draußen. Ja, ihr habt gesehen, wie ich das gemacht habe. Es ist schön durchsichtig, das könnt ihr nie erreichen mit einem Glas. Ich habe so viele gesucht und nichts gefunden. Das ist das Simpleste und was soll ich sagen, super cheap ist es und für normale Kameras reicht das aus. Und jetzt geht es da hoch, da oben, da ganz oben, da müssen wir jetzt hoch. Und jetzt schnalle ich euch an, hier an meine Brusthalterung und dann könnt ihr mit hoch. Ich habe hier auch in der Vergangenheit ein Halteseil gemacht, das ist aber mehr um die Balance. Ach du Scheiße, ist schon über. Das wäre natürlich eine Sicherheit gewesen. Wieso ist das denn jetzt wieder gerissen? Okay, dann müssen wir ohne dem und da oben dann richtig festmachen. Okay. Ja, die sind schon ziemlich heiß, spüre ich. Ja, die Aussicht, die können wir gleich genießen. Ich muss erst mal gucken. Ist auch, kann man vergessen. Muss ich ein neues Seil hier oben anbringen. So, da vorne müssen wir jetzt hin. Oh, ist das schon heiß. So, jetzt die Kamera. Wir müssen hier drauf und hier ein bisschen von dem abschneiden. Aber erstmal möchte ich euch die wunderbare Aussicht hier zeigen. Und die werdet ihr demnächst in meinem Wetterbericht auch sehen können. Ja, man darf nur nicht darüber nachdenken, wie hoch das hier ist. Die Höhe macht mir eigentlich nichts aus. Nur, dass ich jetzt gleich schon langsam einen warmen Popo kriege, ich muss mich dran halten. So. Das ist mein Überwachungsmonitor. Normalerweise müsste da die Kamera sein. Ich habe aber oben gesehen, der hat anscheinend keinen Strom. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Ich versuche jetzt hier über meinem Handy Kontakt aufzunehmen mit der Kamera da oben. Aber das sieht düster aus. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt wahrscheinlich der Travo da oben kaputt ist. Ich gehe ja mit 220 Volt hoch und da oben ist ein kleiner Travo, ein 5 Volt Travo. Also die Kamera meldet sich nicht. Ja, so geht es auch schon mal. Ich wollte die Kamera, weil die ist ja nicht kaputt. Ich habe sie vorher woanders noch gehabt, da oben haben. Aber das ist eine größere Sache. Ne, da tut sich nichts. Also, manche Dinge gehen auch schief. Hier war es also nicht der Fehler. Doch, die Kamera, die war auch kaputt. Die hatte ich ja getestet, wie ich sie runtergeholt habe. Die hat sie also auch nicht mehr bewegt. Zusätzlich ist jetzt auch noch der Travo da oben hinüber. Und jetzt würde ich mir eine Außenkamera gönnen. Dann brauchen wir nicht mehr dieses Plastikding. Das ist wohl die beste Lösung. Ja, liebe Zuschauer, kein Happy End. Vielleicht in den nächsten Nachrichten werde ich dann berichten, ob es denn funktioniert hat, wenn ich die neue Kamera bekomme. So, das war's von dem wunderbaren Koh Samui. Gott sei Dank ist die Feinstaubbelastung hier bei uns weg, beziehungsweise nicht mehr zu sehen. Wir haben heute also spielend 30 Kilometer Sicht. Ich sehe nämlich da hinten die Inselgruppe und im schemenhaft, wenn man ganz, ganz gut hinschaut, so ja, Koh Tao, und das ist ja 50 Kilometer entfernt. Die Luft ist also wieder sauber, ihr könnt nach hier kommen. Das war ein Ding, was misslungen ist. Aber so spielt eben halt das Leben und so hat man auch was zu tun hier. Tschüss.